In Italy, different companies such as the Lunardelli wine company produce bottles of beer and wine with faces of famous historical figures such as Che Guevara, Churchill, Francesco Guiseppe, Gramsci, Hitler, Marx and Mussolini. In Austria, the sale of these bottles would be forbidden due to the anti-Nazi iconography law erected in 1947. The winemakers started with these historical bottles as a joke after a request from one of their customers, and now they sell many bottles. They never wanted to praise Hitler and his men or make a political statement. Should companies be allowed to produce wine bottles with political personalities on it? Na, also ich bin total dagegen. Also meiner Meinung nach ist das eine Frage des Hintergrundgedankens, denn wenn Sie die Flaschen jetzt verkaufen, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, was diese Diktatoren was für schlimme Dinge gemacht haben und wie viele Menschenleben sie auf den Gewissen haben, dann finde ich das in Ordnung. Andererseits, wenn es jedoch keinen solchen Hintergrundgedanken hat, dann sollten sie meiner Meinung nach diese Flaschen einfach nicht verkaufen. Ich finde es ehrlich gesagt eigenartig, wer sowas kaufen will, aber gut, wenn es jemand haben will, mich stört es persönlich nicht. Jetzt Hitler selber fände ich jetzt krass. No. Because it sort of changes the impression of the product itself. Meiner Meinung nach gehört es zu verboten. Es gibt zwar das Recht auf freie Meinungsäußerung, aber ich glaube, alles, was ins Extreme geht, ist nicht gut. Also ob das jetzt links ist oder rechts ist. Ja, ich glaube, es ist schwierig, das generell zu verbieten. Aber eigentlich ist schon arg, dass das eben mit den Persönlichkeiten verkauft wird. Ich finde, es passt nicht auf eine Weinflasche drauf. Wenn sich wer dafür interessiert, kann er sich so damit beschäftigen, aber das sollte jetzt nicht gerade auf Weinflaschen verbreitet werden. Personally, as such, I would not go for it. It should not be produced. Why? Personally. Why? The first reason I feel, for me, if you ask personally, I would say that if it is okay, well within the family situation, it may not do harm. But especially for the young people, especially for the youth, I feel at the end it does a harm more than doing any benefit. That is my personal way of looking at it. Ja, weil das einfach rechtsradikal ist und das ist keine schöne Geschichte, was da eigentlich alles passiert ist mit Mussolini, Hitler und der. Und deshalb die neue Generation, die jetzt da ist, braucht nicht das zu erfahren, also schon erfahren, aber nicht mit dem aufzuwachsen, indem sie für die was trinken oder so. Also, weil es ist für mich sozusagen, wir auf die zu trinken, trinken wir mal einen auf Mussolini, trinken wir mal einen auf Hitler, das bin ich nicht einverstanden.